Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Waterfall-Waffenpaket ist draußen, angelehnt an die Welt, die wir höchstwahrscheinlich im dritten DLC, im Meteor-DLC sehen werden. Das ganze Set schauen wir uns jetzt im Detail an, also bleibt gerne am Start. Ihr seht es ja, auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed Lore, News und Guides und Anfang nächster Woche schauen wir uns was richtig Schönes an und dann kommt einiges zur Discovery Tour. Bleibt also gerne hier und jetzt legen wir los mit dem Waffenset, weil das wollt ihr sehen. Das Svartalfheim-Paket ist natürlich angelehnt an die Welt Svartalfheim, eine der neuen Welten in der nordischen Mythologie, und dort leben natürlich die Dunkelelfen, Schrägstrich die Zwerge, zumindest hier in Valhalla sind es Zwerge, und wir haben auch schon durch N-Reloads und viele andere Creator und Pattern natürlich auch kennengelernt, dass die Zwerge eine wichtige Rolle spielen werden im dritten DLC bzw. im Meteor-DLC. Am Ende des Tages wissen wir noch nicht, wie das heißt, und da schauen wir uns das Ganze mal an, was da kommen wird. Aber das Paket ist eigentlich ganz cool, besteht aus 4 Waffen, wir haben 4 Waffen tatsächlich, die eine grüne Färbung haben, die wir uns alle gleich anschauen werden, und das ganze Ding kostet 10 Euro im Shop. Ist natürlich wieder happig, muss man tatsächlich gucken, ob es das lohnt, aber bei Raider lohnen sich auf jeden Fall alle Waffen, weil die haben den richtig nicen Perk bzw. Perks, und die zeige ich euch gleich. Jetzt schauen wir uns aber erstmal Stück für Stück jede Waffe einzeln an. Wir fangen mit der Dokkalfahrer-Axt an, und die hier kombiniert mit dem Hochelfen-Set, auch ein Shop-Set leider. Ich denke, das passt nicht ganz, natürlich Dunkelelfen und Hochelfen, aber ich finde, dieser grüne Kristall bzw. dieses grüne Gestein ist eine schöne Sache. Die Axt an sich finde ich nicht so schön. Generell, ich arbeite nicht so gerne mit den Äxten, beziehungsweise ja mit den Äxten, aber sehr, sehr, sehr schönes Design. Ich feiere wirklich diese grüne, ich sag mal, Amethyst ähnliche Klinge, und in den Details, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, steht Folgendes. Eine langstielige Axt, die aus einem einzelnen Stück verzauberten grünen Erzes geschnitten zu sein scheint. Wie sie auch verwendet wird, es splittert nichts ab und sie zerbricht nie. Ja, und das ist das grüne Erz, und ich meine zu glauben, dass ich in N-Reloads Video auch eine Stelle gehört habe, wo es um ein spezielles Erz ging, welches man in Svartalfheim findet, aber korrigiert ihr mich da, wenn ich mythologisch irgendwas falsch sage, schreibt es einfach in die Kommentare, dann könnt ihr das natürlich gerne nochmal korrigieren. Von den Stats sehen wir hier natürlich auch Increased Nahkampfschaden after each kill, a bigger bonus at full stack bonus ist reset after 3 kills. Und das ist interessant, denn es gibt viele Waffen, die den Nahkampfschaden erhöhen oder die kritische Chance, aber die keinen extra Bonus geben. Und hier hast du jetzt wirklich nochmal neben dem erhöhten Nahkampfschaden, ja, nach 5-maligem Killen hast du dann nochmal einen extra Bonus von 20 Nahkampfschaden. Also du hast insgesamt Bonus von 5 bis 20 Nahkampfschaden, und dann, wenn der Full-Stack-Bonus erreicht ist, also wenn du 5 Leute hintereinander getötet hast, dann kriegst du nochmal 20 on top, was ja, glaube ich, ganz nett ist. Also quasi 6 Mal in Anführungsstrichen hast du da dann den verbesserten Nahkampfschaden. Die nächste Waffe ist Gram, das Großschwert, und das erinnert mich wirklich an das Elbenschwert aus Herr der Ringe. Gerade im ersten Teil, wenn man sieht, wie die Elben sich in der großen Schlacht der 5 Heere, glaube ich bin mir nicht ganz sicher, wie das hieß, aber auf jeden Fall in der Intro-Szene von Herr der Ringe sehen wir, wie die Elben dann ihre Schwerter schwingen, so von unten nach oben, und diese Silhouette sieht ähnlich aus. Ich finde, das sieht echt ähnlich aus. Viele Parallelen, auch diese goldenen Verzierungen, sieht sehr nach Elben aus. Und ich finde auch an sich eine sehr, sehr schöne Farbe des Schwert. Das schöne Großschwert hier nochmal schön dargestellt in einem kleinen Shot. Und von der Statistik her haben wir auch eine schöne Sache zu erzählen, denn Increased Fähigkeitenschaden after each kill, bigger bonus at full stacks bonus is reset after 3 kills. Genau dasselbe Ding, also der Fähigkeitenschaden wird erhöht, und wenn ihr das Ganze dann 5-mal gemacht habt, bekommt ihr nochmal on top 30 plus Fähigkeitenschaden. Ist, glaube ich, ganz okay, wenn ihr sehr, sehr oft mit Fähigkeiten spielt, wenn ihr einen Adrenalin-Set habt. Sonst macht es, glaube ich, wenig Sinn. Ja, und hier steht nochmal die detaillierte Beschreibung zu dem Großschwert. Könnte dies die legendäre Drachentöterwaffe sein, die den mächtigen Fafnir erschlug? Möglich ist es, auch wenn niemand diese Behauptung bestätigen kann. Gram. Wer weiß, auf jeden Fall ein schönes Schwert. Würde ich aber auch nicht nutzen, alleine von den Perks her, von dem Look definitiv.
Das vorletzte Stück in dem Waffenset ist diesmal ein Bogen. Da gibt es ja relativ wenig von in den ganzen Shop-Sets tatsächlich. Und hier haben wir Skades Sehne, natürlich auch ganz klar mit einer grünen Erzsehne, mit grünen Erzverzierungen, wie auch schon bei den anderen beiden Waffen davor. Und auch Verzierungen, die vergoldet sind und die einem Elbenbogen ähneln könnten. Ja, und auch hier natürlich wieder ein ähnlicher Bonus, und zwar Increase Kopfschussschaden after each kill. Bigger bonus at full stacks. Full stack bonus is reset after 3 kills. Selbes Ding, ihr tötet 5 Leute und kriegt nach jedem Mal töten Kopfschussschaden erhöht. Ja, in dem Fall zwischen 5 und 20. Und dann ganz am Ende, wenn ihr 5 abgeschlossen habt, dann 20 nochmal on top. Ist, glaube ich, ein ganz cooles Set für Jäger. Ja, für Leute, die auf Kopfschuss gehen. Mit Blick der Nonne kann man das ja relativ easy machen. Da kann man, glaube ich, wirklich dieses Set, diesen Bogen extrem gut ausnutzen, wenn man Blick der Nonne ballert, da braucht man ja nicht viel. Alleine dort hat man ja schon locker 5 Kopfschusstreffer und kann dann den Bonus raushauen. Und ich glaube, dann ist es OP. Muss ich mal testen. Wenn ihr das Set euch geholt habt, sagt es mir mal und schaut mal, ob ihr da eine bessere Kombi hättet. Deine Schützenkünste mögen unübertroffen sein, aber was wäre, wenn sie auf einen verzauberten Bogen treffen? Das weiß man nicht, aber ich glaube, gegen einen verzauberten Bogen kann man wenig ausrichten. Und jetzt kommen wir zum Highlight und das, finde ich, ist die beste Bartaxt in diesem Spiel, auch wenn es leider ein Shop-Item ist. Und zwar ist es Mirkalfa Bartaxt und die hat wirklich erstmal einen sehr interessanten Look, sehr glowy. Ja, ich mag aber diesen dunklen Holzgriff und dazu die Klinge aus grünem Erz und dann die wunderschönen goldenen Verzierungen. Also es sieht einfach sehr hochwertig aus und auch der Vorteil ist sehr hochwertig. Increase kritischer Schaden after each kill. Bigger Bonus und so weiter und so fort. Das heißt also, der Crit-Schaden wird erhöht, wenn ihr eine Person tötet. Ihr habt 5 Personen, die ihr tötet, und dann kriegt ihr on top nochmal 20 plus Crit-Schaden for free. Natürlich hat diese Waffe auch eine Geschichte und die lesen wir uns jetzt mal durch. Obwohl sie die beste Größe für ein Werkzeug hat, traf diejenigen großes Leid, die diese mythische Waffe für Alltagsarbeiten wie Holzfällen benutzen wollten. Ja, Mirkalfa, weiß ich nicht, wer das jetzt gerade ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir natürlich rein. Das war natürlich noch nicht alles. Wir gucken uns nochmal die beste Kombination an, wie man diese Waffe, diese Bartaxt perfekt nutzen kann. Aber erstmal von meiner Seite danke, und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann den Dränger-Daumen nach oben klicken, das wäre fantastisch. Aber jetzt, Freunde, gucken wir uns mal an, wie wir das Ganze kombinieren können, wie ich es jetzt gerade auf Anhieb beim ersten Look-Through kombiniert habe. Und da haben wir Folgendes. Ich habe natürlich das Niflheim-Set gewählt. Das Niflheim-Set und das Düster-Set sind für mich sehr, sehr krasse Shop-Sets. Leider, aber zumindest auf jeden Fall mit die besten. Und hier haben wir als ersten Bonus: Crit-Chance wird nach jeder Tötung erhöht. Maximal 3-mal. Und dann als zweiten Bonus, wenn man alles drauf hat, zusätzliche Verbesserung für kritischen Schaden. Also man hat da beides. Ja, als Waffe natürlich, ganz klar, haben wir, als Bogenwaffe haben wir dann natürlich den Dreckerbogen, weil je schwerer wir sind, desto mehr Schaden machen wir. Den Bogen von dem Svartalfall-Set kann ich jetzt nicht nutzen. Das macht wenig Sinn, das wäre uneffektiv. Wir haben als Hauptwaffe natürlich die Mirkalfa-Axt und als Zweitwaffe, das kann man natürlich dann switchen. Ich habe jetzt hier das Ulfbert-Schwert. Ja, Crit-Chance und Crit-Schaden werden durch Paraden erhöht. Es gibt aber noch eine andere Waffe, wie zum Beispiel Sutungs Dolch. Ja, Dolch vor allen Dingen, man kennt es. Der gute. Dort ist das Ganze nämlich so, dass der Crit-Schaden nach jedem Treffer erhöht wird. Ja? Maximal 10-mal, wäre also auch eine gute Kombi, vor allem mit Runen. Ja? Die letzte Option, die eigentlich auch ganz gut ist, nämlich der zeremonielle Modranit-Sachs. Das ist nämlich aus dem Julfest, der Dolch, den man bekommen konnte. Und dort wird die Crit-Chance nach jeder Tötung erhöht. Das heißt also, der Crit-Schaden wird bei der Axt nach jeder Tötung erhöht und die Chance wird hier bei dem zeremoniellen Modranit-Sachs erhöht. Ich glaube, das wäre eine wilde Kombi. Ich habe es jetzt nur im Kampf mal ein bisschen ausprobiert. Ich bin euch aber ehrlich, ihr seht es ja im Hintergrund, so effektiv ist das Ganze jetzt nicht. Mit Feuer auf jeden Fall, da bin ich safe dabei. Aber so effektiv war das dann doch nicht, wie ich es geplant hatte. Ja, was meint ihr? Was würdet ihr da kombinieren zu? Lasst es mich mal wissen. Schreibt mal eure Liste unten rein. Und das war das ganze Set. Ich hoffe, es gefällt euch bisher. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche mit der Discovery Tour, Leute. Da gibt es auf jeden Fall schöne Videos. Und ich freue mich auf jeden Fall. Danke für euren Support. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch was. Die Glocke habt ihr aktiviert, das weiß ich. Und wer weiß es auch. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.